Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute will ich euch eine Möglichkeit aufzeigen, wie man gesundes, frisches Grünzeugs für den eigenen Salat zu Hause ganz einfach selber ziehen kann. Denn wie überaus wichtig chlorophyllhaltige Lebensmittel für unsere Gesundheit sind, das hatte ich euch ja schon mal in meinem Video Entgiften mit Chlorophyll gezeigt, das verlinke ich euch hier oben. Wenn man diese Lebensmittel allerdings in Form von Salat und dergleichen im Geschäft kauft, nachdem sie schon viele Tage im Laden verbracht haben, ganz zu schweigen von den vielen Tagen, in denen sie vorher zum Laden transportiert wurden, wo sie tagtäglich Licht, hohen Temperaturen und anderen Einflüssen ausgesetzt sind, die massiv zu Vitalstoffverlusten beitragen, bleiben zur Verzehrzeit kaum mehr Vitalstoffe für unsere Gesundheit übrig. Am nährstoffreichsten und zuträglichsten für unsere Gesundheit wäre daher frisch geerntetes und direkt danach verzehrtes chlorophyllhaltiges Gemüse. Und das erreichen wir, wenn wir unser eigenes Grünzeugs in Form von Erbsengrün in diesem Fall selber zu Hause ziehen. Grüne, getrocknete Bio-Erbsen findet man sehr oft in verschiedenen Supermärkten. Man kann sie aber auch online bestellen. Diese Erbsen bringen wir jetzt zum Keimen, indem wir sie in ein Keimglas geben, mit Wasser auffüllen. Das Keimglas füllen wir übrigens nur zu einem Drittel mit diesen Erbsen, füllen es dann mit Wasser auf und dann lassen wir sie einen Tag oder eine Nacht im Wasser stehen und lassen sie quellen. Nach etwa 12 Stunden Quellzeit werden sie sich um das Dreifache vergrößert haben. Wir sehen, das Glas ist jetzt randvoll mit Erbsen, die haben sich also praktisch verdreifacht durch die Quellzeit. Jetzt gießen wir das Wasser ab. Und dann werden die zweimal täglich durchgespült. Idealerweise verteilt man sie jetzt auf 2 solche Keimgläser, damit sie sich besser entfalten können und keimen können in diesen Gläsern, damit sie mehr Platz haben. Und dann werden sie, wie gesagt, zweimal täglich, morgens und abends, einmal gut durchgespült und dann einfach 2 bis 3 Tage lang keimen gelassen, bis sie etwa 2 cm lange Schwänzchen erhalten. Hier sehen wir jetzt etwa 1 cm lange Schwänzchen nach etwa 1,5 bis 2 Tagen. Wir lassen sie noch weitere etwa 2 Tage lang keimen, indem wir sie regelmäßig gut durchspülen, bis die Schwänzchen dann mindestens 2 bis 3 cm lang sind. Das Keimen von Erbsen ist also wirklich eine ganz unproblematische Angelegenheit. Das geht super einfach und schnell und das kann sogar der Laie durchführen. Wie das mit allen Sprossen der Fall ist, potenzieren sich die Nährstoffe dieser gegenüber den nicht gekeimten Körnern. Erbsensprossen enthalten viele Proteine, doch viel interessanter sind die gesunden Isoflavonoide und andere gesunde Wirkstoffe, welche die Pflanze ausbildet. Erbsensprossen enthalten 25% Eiweiß, in denen alle 8 essentiellen Aminosäuren vorkommen, welche unser Körper zwingend braucht. An Mineralien sind Kupfer, Phosphor, Mangan, Zink, Eisen und noch viele mehr vertreten. Auch die Vitamine A, B, C sind vertreten, sowie diverse Enzyme wie Diaminoxidase und Hormone sind ebenfalls vorhanden. Allerdings kommt in der Erbse auch der giftige Stoff Phasin vor, als auch die Blausäure, die durch den Keimprozess zwar zum Teil abgebaut werden, aber eben nicht vollständig, weshalb man die Sprossen nicht essen sollte, sondern sie stattdessen zu Grünzeugs heranwachsen lassen sollte, weil erst dann diese giftigen Stoffe vollständig abgebaut sein werden. Und deshalb werden wir die Erbsensprossen hier jetzt einpflanzen, indem wir sie auf Erde legen und danach mit ganz wenig Erde nochmal bedecken werden. Und dafür benutze ich einfach die Blumentöpfe, die ich von den Biokräutern mir gesammelt habe zu Hause. Denn jedes Mal, wenn ich einen Topf Bio-Petersilie oder Bio-Basilikum oder Dill oder auch Bio-Minze im Supermarkt kaufe, dann bleibt am Ende ja immer dieser Topf mit auch dieser Bio-Erde übrig und diese ganzen Töpfe, die habe ich mir angesammelt und die kann ich jetzt super gut für das Anzüchten dieses super gesunden Erbsengrüns verwenden. Und das geht denkbar einfach, wie wir das jetzt hier sehen. Jetzt bewässern wir einfach nochmal alle Töpfe hier gründlich, also die werden richtig gut durchgenässt und dann bleiben sie eine Weile lang hier im Waschbecken stehen, bis das Wasser unten auch alles wieder abgelaufen ist, bevor wir dann jeden einzelnen Topf auf einen Untersetzer stellen, also eine Untertasse, damit eben bei der Bewässerung das Wasser unten nicht rausläuft. Und dann kann man jeden einzelnen Topf super gut auf die Fensterbank stellen. Man könnte sie aber auch direkt auf den Balkon stellen, jetzt im Sommer. Und hier lässt man sie dann einfach ein paar Tage lang stehen, bis langsam aber sicher die grünen Pflänzchen heranwachsen. Das dauert ein paar Tage, man bewässert sie regelmäßig, anfangs mehr und sobald sie dann zu kleinen Pflanzen werden, braucht man sie nur noch dann zu bewässern, wenn die Erde wieder richtig trocken ist. Mit Erbsengrün versorgt man sich eben, wie gesagt, mit Vitamin A, Vitamin C, diversen B-Vitaminen, verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen wie Eisen, Calcium, Zink und Magnesium.
Das Allerwichtigste an diesem Erbsengrün allerdings ist das Chlorophyll. Wir sehen, wie schnell jetzt hier die Erbsen schon hochschießen. MashaAllah. Ja, und grüne Lebensmittel sind eben grandiose natürliche Vitalstoffbomben, weshalb alle grünen essbaren Pflanzen zu den Superfoods gehören. Insbesondere dann, wenn man sie gleich nach der Ernte verzehrt. Und je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, umso höher ist sein gesundheitlicher Nutzen. Chlorophyll ist außerordentlich hilfreich beim Aufbau neuer Blutzellen. Es unterstützt die Entgiftung von krebserregenden Substanzen und fördert die Regeneration von Strahlenschäden. Außerdem unterstützt das Chlorophyll die Wundheilung, einen regelmäßigen Stuhlgang und sorgt für einen angenehmen Körpergeruch. Je gesünder unser Blut ist, umso gesünder sind wir, und der Einfluss, den grüne Lebensmittel auf die Qualität und die Reinheit unseres Blutes haben, ist unvorstellbar groß. Chlorophyll wird daher auch grünes Blut genannt. Der grüne Pflanzenfarbstoff ähnelt enorm unserem körpereigenen roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Beide Stoffe sind fast identisch aufgebaut. Der einzige große Unterschied zwischen den beiden Substanzen ist eben, dass sich im Zentrum der chemischen Struktur des Chlorophylls ein Magnesiummolekül befindet, während im Zentrum der Hämoglobinstruktur ein Eisenmolekül sitzt. Chlorophyll behebt also nicht nur Eisenmangel, sondern auch einen Magnesiummangel, und es hilft gegen Demenz und Diabetes, entgiftet, bremst Krebszellen aus und vieles mehr. Wir sehen, wie groß jetzt dieses Erbsengrün geworden ist. Jetzt kann man es schon ernten und es direkt in den Salat geben. Ich ernte also jeden Tag einen solchen Topf, sodass ich dann je nach Anzahl der Töpfe jeden Tag eine ganze Handvoll von diesem leckeren, gesunden Grünzeug habe, was übrigens so süß nach Erbsen schmeckt, sodass ich kein anderes nährstoffarmes Grünzeugs im Laden kaufen muss. Und das Tolle an diesem Erbsengrün ist eben, dass es immer wieder nachwächst. Also es wächst mindestens 3 bis 4 Mal nach, sodass man mindestens 4 Ernten aus solch einem Topf bekommt. Und wenn nach etwa einer Woche alle Töpfe abgeerntet sind, dann ist das Erbsengrün im ersten Topf schon wieder so groß, dass man es auch wieder ernten kann. Jetzt zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich so in meinen Salat jeden Tag gebe. Sprossen kommen immer rein, irgendeine Art von Sprossen. Avocado gebe ich auch immer in meinen Salat. Alles Gemüse, was ich in meinen Salat gebe, alles, was da reinkommt, ist immer von Bioqualität, denn ich möchte keine Pestizide aufnehmen und das Gemüse soll ebenso nährstoffreich wie möglich sein. Abgesehen von dem herkömmlichen Gemüse gebe ich auch immer von meinem fermentierten Gemüse hinein, das werdet ihr gleich sehen, und auch immer einen halben Bio-Apfel, weil die Süße einen schönen Kontrast zu den anderen herzhaften Zutaten bildet. Und wie ihr gesehen habt, habe ich natürlich auch Nüsse rein, die kommen auch immer rein. Dann gebe ich hier meine vorher gekeimten und wieder getrockneten Hanfsamen hinein, denn die sind eine gute Omega-3-Fettquelle. Ich verlinke euch mal hier oben mein Sprossenvideo, darin werdet ihr auch sehen, wie ich die Hanfsamen zum Keimen gebracht habe und dann wieder getrocknet habe. Dann kommen immer noch wieder Samen wie Kürbiskerne, hier auch wieder gekeimte und wieder getrocknete Sonnenblumenkerne. Meistens gebe ich auch noch Sesamsamen hinein, aber das haben wir hier wohl heute nicht getan. Und dann kommt immer mein selbst getrocknetes Brennnesselpulver hinein. Ich kann euch mein Video dazu ja auch nochmal hier oben verlinken, wie gesund die Brennnessel ist. Subhanallah, das werdet ihr in dem Video dann nochmal sehen. Das Tolle ist, man findet die kostenlos in den Wäldern. Ja, schaut euch mein Video dazu einfach nochmal an. Und das ist ja jetzt das fermentierte Gemüse. Mein Video dazu könnte ich euch hier auch nochmal verlinken. Das fermentierte Gemüse, das darf niemals in meinem Salat fehlen. Das kommt jeden Tag rein. Und das hier ist jetzt die Natursalzsohle. Damit salze ich den Salat anstelle von Salz selber. Dann kommt noch frisch gepresster Bio-Zitronensaft hinzu. Man könnte stattdessen aber auch für die Säure einen Esslöffel von meinem natürlichen Antibiotikum hineingeben. Wenn man keinen Zitronensaft gerade zur Hand hat, der passt auch super gut in den Salat rein. Als Ölquelle nehme ich dann immer natürlich natives Bio-Extra Olivenöl und dann gebe ich meistens immer noch meinen Cashew-Dip rein. Der ist so lecker. Man könnte aber stattdessen auch jetzt im Sommer sehr gut diesen Wunderlauchquark dazugeben oder auch Bärlauchquark. Man könnte auch Bärlauchpesto reingeben. Ich mag einfach dieses cremige sehr gerne in meinem Salat und deshalb kommt auch immer noch 1 bis 2 Esslöffel von meinem selbstgemachten Kokosjoghurt hinzu. Das Video dazu könnte ich euch auch nochmal verlinken hier oben und dann habe ich hier noch frisch geschnittene Petersilie hinzugegeben. Je mehr Grünzeugs, umso gesünder natürlich, aber wenn man jetzt keine Petersilie hat, ist das nicht schlimm, denn wir haben ja schon das Erbsengrün im Salat. Dieser Salat, auch wenn er nicht gerade besonders doll aussieht,
ist so gesund, weil er so viele verschiedene nährstoffreiche Zutaten hat und vor allem macht er extrem satt, sodass man danach fast nichts anderes mehr essen muss an diesem Tag. Eine tolle Idee daher für jeden, der rohköstlich leben möchte. Hier sehen wir jetzt nochmal wieder die frisch eingepflanzten Erbsensprossen, diesmal auf dem Balkon. Und dabei sehen wir auch die anderen Töpfe, die schon abgeerntet wurden. Hier sind noch 2 Töpfe, die noch nicht geerntet wurden. Und die anderen Töpfe, die wachsen langsam schon wieder nach, sodass ich jeden Tag mein gesundes Grünzeug im Salat haben kann. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man dieses Erbsengrün auch entsaften könnte, zusammen mit anderem gesunden Kulturgemüse, wie zum Beispiel Sellerie, Petersilie, Grünkohl und so weiter, aber ich ziehe immer noch meine Grün-Wildkräutersäfte vor, denn gesündere grüne Säfte als die Wildkräutersäfte aus dem Wald gibt es nicht. Deshalb kann ich euch die nach wie vor immer empfehlen. Aber was das gesunde, erntefrische Grünzeugs für den Salat betrifft, so eignet sich dazu dieses Erbsengrün fast besser als jedes andere Grünzeug, weil es eben immer wieder nachwächst, komplikationslos und einfach herzustellen ist. Mashallah, und deshalb kann ich euch dies in jedem Fall empfehlen. Damit wünsche ich euch gute Gesundheit und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.